Alle willkommen zu Ahmed Küche. Heute machen wir Fladenbrot mit Hähnchenbrust. Wir fangen an jetzt mit Inhalt. 700 Gramm Mehl, 405er, 300 Milliliter Milch, lauwarm, 70 Milliliter Öl, Rapsöl, 70 Gramm geschmolzene Butter, 30 Gramm Hefe, 30 Gramm Zucker, 12 Gramm Salz, 2 Eiweiß, 1 Eigelb. Wir fangen gleich an. Ich schiebe mal kurz weg alles. Auf Hefe, Milch. Erstmal. So, erstmal Milch rein. Hefe und Zucker. Und Zucker hier. So. Jetzt tun wir halt den Hefe auflösen, dann kann man alles da rein tun. Ein bisschen umrühren halt natürlich. Gut, fertig. Jetzt tun wir alles da rein. Erst tue ich Mehl rein. Salz. Butter. Öl auch rein. Und Eier. Fertig. So. Jetzt kommt die Maschine ran. Okay, jetzt nehmen wir erstmal kurz weg. So, ich decke lieber zu. Mein Tuch. So, ich lasse ihn erstmal langsam, dann kann man mittlere Schalte 4 Minuten laufen lassen, bitte. So, bis gleich. Die 4 Minuten ist jetzt rum. Ich möchte den Mehl nochmal korrigieren. 800 Gramm Mehl war drin. Okay, jetzt holen wir den Teig raus. So, jetzt mache ich mal die Maschine weg. So, den Teig muss ich jetzt, genau, Moment. Ja, den Teig muss ich 2 teilen, genau, muss genau sein. 1400 Gramm, also 700, ne? 700 muss sein, gucken wir mal. 700. Ja, das passt. Das waren ja nicht genau 1000. Genau, fertig? Ja. Okay. So. Machen wir das wieder weg. Bisschen Mehl hier. Den machen wir rund. So, hier hinstellen. So, ich decke sie jetzt zu. So. Ich stelle die Uhr, in 40 Minuten sehen wir uns. Bis gleich. Okay, jetzt geht's weiter. Ich habe den Packblech 33er genommen, Maß. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch normale Packblech nehmen, von Backofen. Dann habe ich 200 Gramm geriebene Käse, 120 Gramm Hähnchenbrust. Wir können gleich anfangen. Hier habe ich schon Papier draufgelegt. So, okay. Machen wir das weg. Der Teig sieht ja gut aus. Ja? Schon, also das heißt, doppelte Menge muss halt sein, ne? Das meine ich. Okay, jetzt muss ich erst das kurz weg. Die Menge ist gleich, aber die Größe hat sich verändert. Ja, genau. Ja. So, ich muss nur noch mehr. Ein bisschen Mehl mit Hand. So groß wie Backblech muss ich halt mit der Hand langsam drücken. So, jetzt gucken wir mal. Ich kann jetzt so messen schon hier. Das sieht gut aus. Handen. Ja, ist auch okay. Genau, ist gut. So, fertig.
Okay, ich mache jetzt die gleich nächste. Ich belege es gleich rein. Okay, zuerst kommt der Hähnchenbrust. Den muss man überall verteilen. Ich glaube, wir brauchen langsam ein neues Stativ. Das quietscht ganz schön, ey. Oder ein Öl. Ein Öl. Ja. Meinst du, das funktioniert? Ich habe Öl. Ja, wir probieren es mal. Ja. Okay, so, jetzt kommt die Käse. Noch ein bisschen Chili drauf, einfach, wenn man möchte natürlich. Wenn man nicht möchte, dann kann man ja weglassen. So, ich habe jetzt Pfeffer fertig. Okay, der nächste Teig kommt jetzt drauf gleich. Vielleicht von außen etwas hereindrücken. So, fertig. Jetzt tun wir sie noch schneiden. Messer. Fangen von Mitte an, genau. Von der Mitte, gut. So, fertig. Okay, ich lasse sie jetzt 20 Minuten ruhen. Und dann kommen Eier drauf. Tun wir Eigelb einpinseln, dann kann man sie dann Backofen da rein tun. So. 20 Minuten, bis gleich. So, jetzt geht's weiter. Machen wir auf. Was kommt denn? Da ist ein Eigelb drin und halbe Esslöffel Milch. Habe ich durch umrühren. Jetzt kann man dann drauf pinseln. Ist gut, oder? Sieht man was? Nein, gut. Okay. So, fertig. So, wir tun jetzt noch schwarze Kümmel und weiße Sesam drauf. Gut, so. Eine Hälfte so, andere Hälfte mache ich dann nur weiße Sesam. Manche mögen ja nicht die schwarze. Ist gut, oder? Ja. Man sieht nicht so, aber... Also habe ich Licht vergessen. Ich dachte, warum sehe ich nicht so gut? Ich habe es auch nicht gemacht. Mein Auge. Okay. So, die Backofen ist schon warm, 200 Grad in der mittleren Schiene. Ich tue echt mal 20 Minuten einstellen, dann kontrolliere ich sie natürlich, ob sie schön goldbraun ist. Jetzt tun wir sie rein. So. Okay, 20 Minuten, bis gleich. So, das hat 22 Minuten gebraucht, jetzt hole ich sie raus. Ausgeschaltet, aber okay. So sieht's aus. Gut, so. Ich decke sie jetzt zu, lasse ich sie 10 Minuten ruhen und dann kann man, müssen wir nochmal schneiden, dann kann man sie dann servieren. Okay, bis dann. So, fertig. Jetzt geht's weiter. Machen wir das Tuch weg. Natürlich müssen wir halt den, ich habe schon etwas vorgeschnitten, aber man kann ja nochmal rübergehen mit Messer bis in die Mitte. So, fertig. Dann kann man den servieren da. Fertig. So. Wenn man das hinkriegt da. Riechen tut es auf jeden Fall schon gut. Ja. Ja. Ich muss noch schneiden. Wegen dem Käse. Ja. So. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, ich muss andere Tortenheber nehmen. Nicht das. Dreieckige. Ja, ja. Das war der falsche jetzt. Aber Boah, das guck mal, sieht Käse. aus. Nice. Gut, gell? Oh je, ist immer so. Ist was anderes, okay. Aber ich tue ja noch einer rein. Hebt mal ein bisschen seitlich, damit man das Innere sieht. Ja. Da sieht man das Hähnchen und Käse sieht man gut. Ja, okay. So kann man das servieren. Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.